Leaders for Equality. Führungskräfte nutzen Chancen. Unter diesem Titel haben wir, ein Team der Organisationspsychologie der Universität St. Gallen, rund 1200 Schweizer Führungskräfte befragt, was Männer in Führungspositionen für die Gleichstellung von Männern und Frauen im Unternehmen tun können. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass Männer hier aktiv werden wollen und dies auch bereits sind, zugleich aber noch weiteres Potenzial besteht. Was mir manchmal echt Mühe macht, ist, dass doch eigentlich die Leistung und auch die Kompetenzen im Vordergrund stehen sollten und nicht das Geschlecht. Auch in unserer Studie zeigt sich, dass über 80% der befragten Führungskräfte, und hier sind sich Männer und Frauen für einmal einig, mit diesem Konflikt Mühe haben. Allerdings kann ich auch gleich wieder entwarnen, denn es handelt sich hier in der Tat um ein Missverständnis. Selbstverständlich ist klar, dass die sogenannte Meritokratie, nämlich das Leistungsprinzip, eines der zentralen Prinzipien moderner Gesellschaften ist. Was ein Mensch leistet, soll unabhängig vom Geschlecht und anderen möglichen Gruppenzugehörigkeiten, wie zum Beispiel dem Alter, der Herkunft, der sexuellen Orientierung oder der Religion gemessen werden. Das macht absolut Sinn und wäre auch sehr fair, ist aber sehr schwer umzusetzen und bleibt darum zumeist eine Illusion. Warum ist das so? Nun, gleiche Leistung messen zu wollen, setzt voraus, dass alle das Gleiche leisten können und diese Leistung auch anerkannt bekommen. Dies ist aber nur möglich, wenn wir alle auch als gleichwertig wahrnehmen können. Und genau das ist bei Männern und Frauen nicht immer der Fall. Zum einen liegt auch in der heutigen modernen Gesellschaft die Verantwortung für Kinder, Familie, Fürsorgearbeit in erster Linie bei den Frauen, während Führungspositionen ganz darauf ausgelegt sind, dass man eben keine weiteren Aufgaben im Leben übernimmt. Das erzeugt einen Unterschied, was geleistet werden kann, aber auch, was andere einem zu leisten zutrauen. Die für eine Führungsposition wichtigen Kompetenzen werden Frauen einfach seltener attestiert, insbesondere wenn sie dazu noch Mütter sind. Schlussendlich ist es auch das gängige Bild von Führung, das vielen Frauen in die Quere kommt. Setzen sie auf Kommunikation, Augenhöhe, Partnerschaftlichkeit, wird ihnen das oftmals als Schwäche ausgelegt. Meritokratie, also die konsequente Umsetzung des Leistungsprinzips, kann schlussendlich nur gelingen, wenn wir die Unterschiede zwischen Frauen und Männern, zwischen Jungen und Alten, Vätern und kinderlosen Männern als wesentlichen Aspekt von Vielfalt im Unternehmen anerkennen. Anstatt alle gleich machen zu wollen, sollten wir lieber genauer hinschauen, welche Unterschiedlichkeiten es geben kann und wie diese Wertschätzung erfahren können. Okay, ich sehe, dass es zu kurz gedacht ist, wenn ich annehme, wir könnten einfach das Geschlecht weglassen und könnten dann die reine Leistung sehen. Was wir dann ja eigentlich machen, ist, alle mit einem Idealbild von Führung abzugleichen, das schlussendlich männlich ist und keinesfalls geschlechtsneutral. So zu tun, als ob alle gleich wären, macht also keinen Sinn. Das wird mir jetzt klar. Wie schaut das bei Ihnen aus? Was braucht es in Ihrem Unternehmen, um Leistung unabhängig vom Geschlecht erfassen zu können? Welche Bilder der idealen Führungskraft stehen Frauen bei Ihnen im Weg, um als kompetent und leistungsfähig erkannt zu werden? Tauschen Sie sich dazu mit Ihren Kolleginnen und Kollegen aus. Sehen diese das ähnlich oder anders?